Seit 5,5 Jahren leben wir nun schon Vollzeit im Van. 4 Jahre davon haben wir zwischen Nord-, Zentral- und Südamerika verbracht. Wir haben unglaublich viel erlebt und das Reisen wird uns nie ganz loslassen. Aber wir spüren gleichzeitig, dass es für uns an der Zeit ist, einen Ort zu finden, an dem wir zwischen unseren Reisen ankommen können. Ein echtes Zuhause, wo wir runterkommen und auch andere unserer Leidenschaften Raum finden. Wir, das sind Roberto. Das war jetzt eine richtig geile letzte Session hier. Und ich bin Jessie. Endlich ein Eis! Ja. Gemeinsam leben wir in unserem treuen Sprinter Jimmy. Und manchmal, so wie gerade eben, ist auch Baxi mit dabei. Nachdem unser Start in dieses neue Kapitel etwas holprig war, führt uns der Weg nun als erstes in den Norden. Wir wollen alles hinter uns lassen und uns auf die Suche machen. Nach diesem einen perfekten Fleck für uns. Wir haben es gefunden. Wir haben es gefunden. Hier bleiben wir. Wir wandern nach Schweden aus. Hola, wir freuen uns, euch in diesem Video dabei zu haben, wenn es für uns in den Norden geht. Wir arbeiten uns hier gerade Stück für Stück hoch und sind jetzt in der Hansestadt Lübeck angekommen, machen hier einen kleinen Zwischenhalt und ich muss sagen, wir haben ja schon sehr viel von der Stadt gehört, also freue ich mich sehr, dass wir uns jetzt auch ein eigenes Bild von der Stadt machen können. You want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Wir müssen es eigentlich alle machen wie der Hund, einfach in den nächsten Brunnen legen. Oh, es ist wieder so übel warm heute. Aber ja, es gibt ja zum Glück ein paar Mittel gegen Hitze. Ich war ja eher für Eis essen, aber man kann es auch anders lösen. Vielleicht ist es Zufall, vielleicht aber auch nicht, denn hier oben wehen überall die schwedischen Flaggen. Das bedeutet, dass wir entweder richtig nahe sind, hallo, dass wir entweder richtig nahe an Schweden sind oder dass hier ein schwedisches Fest ist. Auf jeden Fall freue ich mich, dass es morgen für uns Richtung Schweden geht, denn ich war noch nie in Schweden. Und ich auch nicht. Du auch nicht? Nee. Ja, siehst du. Also wir waren beide noch nie in Schweden und wir haben schon so viel Gutes gehört von Schweden. Diese unendliche Weite, diese unzählige Seen, die es gibt. Und da freue ich mich natürlich auch aufs Fischen und aufs Kanufahren vielleicht. Oh ja. Und da gibt es so viel zu tun, also eigentlich wieder mal in der Natur zu sein und ja, uns einfach gut gehen lassen. Endlich ein Eis! Ja. Ich hätte fast noch ein Hundeeis genommen, aber die haben nur so Riesenportionen. Ist gut? Ja. Sehr gut. Ich dachte ja nach der Panamericana und gerade nach dem heißen Abschluss in Kolumbien auch, sind wir erstmal durch mit Hitze und ich glaube auch unsere Verträglichkeit ist auch ein bisschen geringer. Ich glaube, wir haben unsere Dosis abgeholt für eine Weile. Ja, und diese Hitzewelle hier, die zieht sich jetzt schon echt ganz schön lange. Aber man muss auch sagen, es ist hier wenigstens nicht so feucht wie auf der Panamericana. Ich glaube, dann wäre es noch unerträglicher. Und es gibt ja Mittel, mit denen man gegen die Hitze ankämpfen kann. Die Altstadt von Lübeck ist ja eigentlich quasi auf einer Insel im Fluss, in der Trave. Und für uns ist gleich eine Stadt einfach so viel lebenswerter, wenn sie am Wasser ist. Oder auch am Land. Sobald wir Wasser haben, ob es jetzt Süßwasser oder Salzwasser ist, das gibt einem gleich ein ganz anderes Lebensgefühl. Ja, und klassisch hier ist natürlich auch noch diese Architektur mit diesen, also dieses Nordische mit den Backsteinziegeln. Und den Schiffen. Und den Schiffen am Wasser, das gehört ja auch dazu.
Und ja, also es erinnert uns natürlich ein bisschen an Lüneburg, wo wir vor kurzem waren, aber wir finden es halt auch richtig schön. Bei denen klingt es ein bisschen wie wenn wir zwei Kanu fahren. Ja, ich habe immer recht. Immer, außer wenn ich halt recht habe. Das ist halt ein bisschen ungünstig dann. Ja, aber anscheinend waren sie auf der falschen Seite, wo eben auch der motorisierte Schiffsverkehr ist. Und dann gab es dann einen kleinen, Zwist. Und wenn man dann ganz schnell nach links muss und in die andere Richtung und das koordiniert werden muss, dann ist das manchmal so eine Beziehungsprobe. Baxi mag es ja eigentlich nicht im Wasser. Er geht auch nie freiwillig schwimmen. Aber der hat sich jetzt gleich, glaube ich, 3-mal schon reingelegt. Dann steht er kurz wieder auf, weil er merkt so, ist doch kalt. Und dann legt er sich gleich wieder rein. Er braucht wirklich die Abkühlung, das merkt man. Eigentlich hätte ich jetzt auch richtig Bock ins Wasser reinzuspringen, aber ja, wir haben keine Badehosen mit dabei und hier nackt zu baden, ich weiß nicht, ob das so gut rüberkommen würde. Aber es ist eine richtig schöne Gegend hier. Also Lübeck gefällt uns richtig gut, obwohl im Vergleich zu Lüneburg, oder? Ja, Lüneburg. Ist es doch viel größer. Also Lüneburg hat mir doch ein bisschen besser gefallen, weil es halt alles so viel kleiner ist und fußgängiger und es war auch nicht so heiß wie jetzt, aber trotzdem, wenn man in der Nähe ist, ist es auf jeden Fall ein Besuch wert. Lübeck zieht uns auf vielen Ebenen in seinen Bann. Es ist die Stadt der 7 Türme und an jeder Ecke spürt man die Geschichte. Aber für uns hat dieser Ort gerade noch eine ganz andere Bedeutung. Lübeck gilt nämlich auch als das Tor zur Ostsee und genau da wollen wir hin. Die Stadt ist unser letzter Halt, bis es über die Ostsee nochmal weiter in den Norden geht und wir am Ziel unseres nächsten Abenteuers ankommen. The morning moves the color soft across the floor. I try to hold the moments, learning more and more. The lightest touch from you is all I can afford. And hope that what I give is something you can adore. And all this time I wonder. Endlich wieder sitzen. Wir waren jetzt doch schon ziemlich lange unterwegs, oder? Ja, wir haben doch ein paar Stunden. Ja. Und dann geht es halt eben doch immer noch in den Rücken. Also es ist schon viel besser, aber dann merke ich, dann muss ich mich setzen. Aber so in ein Café, es war irgendwie zu warm. Ja, jetzt sind wir im Trautenheim zurück daheim. Die warme Hitze strömt zwar aus dem Van, aber trotzdem tut das jetzt einen guten. Wir können es ja nicht machen wie Baxi, der liegt jetzt unterm Auto, da ist es am besten. Aber ich glaube, da passen wir nicht rein. Ja, und ihr fragt euch vielleicht, wo der auf einmal herkommt. Ja, den haben wir in den letzten Tagen wieder eingesammelt und der wird uns mit nach Skandinavien begleiten. Vielleicht ist euch noch mal was aufgefallen, denn wir haben uns unsere neuen Brillen abgeholt. Wir waren schon vor einer Weile in Karlsruhe im View Store und haben dann einen Sehtest gemacht. Bei mir ist rausgekommen, dass meine Augen ein bisschen besser geworden sind, aber bei Roberto, ja, da wird es in der Weite mittlerweile auch ein bisschen schwieriger. Henrik und Sergej haben uns sehr gut durch das breite Sortiment geführt. Wir haben uns sehr gut beraten gefühlt. Das Ergebnis seht ihr jetzt an uns. Für Roberto gab es die erste Gleitsichtbrille, damit er eben nicht nur in der Nähe, sondern auch in der Ferne gut sieht. Er hat The Ernest in transparentem Grau. Schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr auch findet, dass sie ihm sehr gut steht. Für mich gab es eine neue Weitsichtbrille, The Sage in Olive Green, und wir haben beide einen Blaulichtfilter drin. View setzt bei ihren minimalistischen und zeitlosen Brillen auf Schweizer Design, kombiniert mit hochwertigen, von Hand verarbeiteten Materialien. Und sie haben jetzt neu auch Brillen aus dem 3D-Drucker, so wie ich eine trage. Und der Vorteil ist, dass diese frisch auf Bestellung gedruckt werden und somit auch individueller auf die Bedürfnisse angepasst werden können. Also die Brillen können breiter oder schmaler sein, es gibt unterschiedliche Bügel und man kann sich auch für Gumminasenpads entscheiden, so wie ich das getan habe, denn da schwitze ich einfach viel weniger. Und für uns ein zusätzlicher Bonus: View hat Filialen in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich und so konnten wir unsere Brillen gemütlich in Hamburg abholen, als sie fertig waren. Wenn ihr euren Augen auch was Gutes tun wollt, schaut unbedingt bei View vorbei. Mit unserem Code CHIRPYTRAVELERS12 erhaltet ihr in den nächsten 4 Wochen in allen View Stores und online 12% Rabatt. Und am besten kommt ihr zu View über unseren QR-Code oder über den Link in der Videobeschreibung und da findet ihr auch den speziellen Link für den Gratis-Sehtest.
Heute ist es endlich soweit. Es geht für uns nach Skandinavien. Wir sind schon unterwegs zum Fährhafen und wir freuen uns riesig. Also ich muss ehrlich sagen, die Nacht war wirklich nicht gut. Wir haben beide schlecht geschlafen. Ich weiß gar nicht wieso. Oh, ja, Check-in. Aber Finnlines war drüben. Ganz rechts müssen wir. Ja, ihr seht schon, der Fährhafen, der Struggle hat schon angefangen. Wir müssen unsere Spur finden. Wir haben nämlich gar nicht weit von hier übernachtet. Es war eigentlich ganz ruhig und trotzdem war unsere Nacht total unruhig. Ja, das müsste passen. Rechts am Zaun entlang hieß es. Okay. Ja, wir sind aufgeregt, aber im positivsten Sinne. Ich freue mich. Hallo. Ich brauche nur die Ausweise. Ah, okay. Die Ausweise? Hier habe ich, oh nein, hier habe ich einen Rucksack. Super. Und dann können Sie bitte auf der Spur 10 warten. Okay, ist Ja? es einfach geradeaus und irgendwo Ja, sehe ich das das? steht hier auf der Am Boden? Ah ja, Boden. Ah, So okay. ist- Acht. Sieht schon ein bisschen abgewaschen, aber Okay. Wir 10. finden es. ja. Super. Genau, die 10. Danke Viel vielmals. Spaß. Danke, Tschüss. ciao. Wir sind natürlich wieder bestens organisiert. Wir haben gestern Abend schon angefangen zu packen, damit alles gut passt. Ja, und dann habe ich natürlich den Rucksack mit den Pässen hinten. Naja, aber ja, scheint soweit alles gut zu laufen. Und wir sind nicht die Ersten. Wir sind nicht die Ersten, aber definitiv auch nicht die Letzten, glaube ich. Wir haben, glaube ich, jetzt auch noch Zeit für Frühstück. Wir haben noch diesen Sticker bekommen. Wir müssen wohl markieren, dass wir eine Gasflasche haben. Ja. Wusste ich gar nicht. Das mache ich. Aber ja, ich hatte erst Angst, wir dürfen kein Gas mitnehmen. Das wäre blöd gewesen. Aber ja, gut, Zeit für Frühstück. Ganz schön windig hier draußen, aber ja, jetzt mal diesen Aufkleber anbringen und man sieht's, wir sind nicht alleine und hier ist doch ziemlich Verkehr auf dem Hafengelände, aber ja. Für mich ist es auch ein ganz komisches Gefühl, eine Brille zu tragen. Ich hatte bis jetzt zwar eine Lesebrille, die habe ich auch fast täglich benutzt, um zu arbeiten oder am Laptop oder am Handy was zu machen. Aber jetzt, morgens aufzustehen, die Brille aufzusetzen, ist für mich ein ganz komplettes neues Bild. Wahrscheinlich genauso wie für euch, mich mit Brille zu sehen. Aber auf der anderen Seite muss ich schon gestehen, also sie hilft mir. Ich merke, wie meine Augen entspannt sind. Ich merke, wie ich nicht mehr so verkrampft durch die Welt laufe und die Sachen so mit geschlossenen Augen versuche zu sehen. Also von dem her glaube ich, dass das schon eine richtige Entscheidung war, auch so eine Gleitsichtbrille zu haben. Der Optiker meinte, es braucht ein paar Wochen, bis ich mich dann daran gewöhnt habe. Und ich merke auch, ab und zu muss ich sie einfach abziehen, weil es zu viel ist. Aber ich glaube, für die Zukunft ist es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ja, das wollte ich einfach noch loswerden und ich glaube, jetzt geht es auch nicht mehr ganz so lange. Jessie ist noch kurz draußen mit Baxi, noch eine letzte Runde machen und dann soll es hoffentlich auch bald schon aufs Schiff gehen. Na? Baxi brav? Maxi ist sehr brav. Ja, Hat schon gepinkelt. super. Erfolgreich. Ja, lang soll es nicht mehr dauern, oder? Nee, soll bald losgehen. Sehr gut. Es geht los. Geht los! Skandinavien, wir kommen! Woo! Bisschen aufgeregt bin ich ja ehrlich gesagt schon. Und ich habe vorhin gerade überlegt, das letzte Mal, dass wir auf einer Fähre waren, das war, glaube ich, in Bolivien auf dem Lago Titicaca. Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Ja, ich dachte erst, es war die Magellanstraße, aber nee, ist gar noch nicht so lang her. Und ich muss sagen, diese Fähre macht definitiv einen sehr viel gesünderen Eindruck. Ich bin eigentlich erstaunt, dass nicht noch viel mehr Camper auf dem Boot sind. Es sind etwa 10 Stück, würde ich sagen, oder? Aber ich glaube, es sind noch ein paar runter. Ah, Das okay. untere Deck.
Ja, aber trotzdem, ja. also ich dachte, es seien viel mehr. Man hört ja so viele Leute, die nach Schweden oder nach Norwegen fahren. Und ja, dann bin ich eigentlich froh. Das heißt, dass hoffentlich die meisten entweder schon in Schweden waren oder die meisten irgendwo in den Süden fahren. Weißt du, wo wir hin müssen? Nein, aber ich habe immerhin die Cabin Number. So weit bin ich schon. Ein Stück noch. 7028. Ja. Wow. Cool. Nice. Ja. Gleich ein Mittagsschläfchen hier machen. Das ist sowas von. Links, rechts. Sehr schön. Wo du magst. Ja. Ich würde sagen, die Kabine macht einen richtig guten Eindruck. Ich hatte es mir gar nicht so gemütlich vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Und wir haben ja auch eine Außenkabine, das heißt mit Tageslicht. Ich glaube, das macht auch nochmal viel aus. Ja, und ich werde auf jeden Fall auch das Bad nutzen. Hier gibt es eine Dusche. Die nehme ich mir auch. Auf die freuen wir uns schon. Jetzt machen wir es jetzt erstmal gemütlich und checken dann aus, was es hier alles gibt. Wir mussten doch noch mal hochkommen, um die Abfahrt anzusehen. Kann man sich einfach nicht entgehen lassen. Und die frische Luft, die Meeresbrise oder der Meereswind wohl eher. Ist echt windig. Aber es ist schön, das jetzt so halt zu sehen, wie man losfährt, die Aufbruchsstimmung aufzusaugen. Und ich glaube auch hier die Gegend sieht richtig schön aus. Also vielleicht auf dem Rückweg halten wir auch mal in Travemünde und gucken uns das mal genauer an. Oder auch die Strände, das gibt einem so richtig so diesen, was ist das, Ostsee-Vibe? Richtig schön. Das Schiff hat doch einiges zu bieten, wie zum Beispiel hier Sauna und Jacuzzi. Mal schauen, vielleicht springe ich noch in den Jacuzzi rein, wenn es geht. Aber auch hier ein Duty-Free-Shop und allgemein, also es ist ziemlich ruhig. Also ich hoffe, dass die Fahrt so bleibt, denn ich bin nicht so seeresistent. Von dem her hoffe ich, dass wir ganz entspannt rübergleiten und gut auf der anderen Seite ankommen. Gut 9 Stunden zieht das tiefe Blau an uns vorbei und unser Zeitgefühl verschwimmt. Während uns an Deck der Wind das Haar zerzaust und wir das Treiben auf der Ostsee bestaunen, wissen wir die Zeit gut totzuschlagen. Immerhin haben uns die letzten Wochen so eingenommen, dass wir einiges an Reiseplanung und Arbeit aufzuholen haben. Aber natürlich legen wir die Laptops auch mal zur Seite. Und selbst Baxi scheint zu verstehen, dass heute keine sportlichen Höchstleistungen angesagt sind. Dann, auf einmal, ist sie da. Die gigantische Öresundbrücke taucht vor uns auf. Als wir unter ihr hindurchgleiten, liegt Malmö schon vor uns. Ein kurzer Blick vom Hafen aus und schon ist es soweit. Wir rollen mit unserem Van vom Schiff und sind nach langer Anreise da. Wir sind in Schweden! Und das Wetter ist immer noch schön. Ja, es ist immer noch warm. Nicht ganz so warm wie vorher. Es ist besser. Und ja. Hey, wir sind in Schweden. Ich glaube, wir haben es schon mal gesagt, aber ich freue mich. Das ist ein Novum für uns. Ja. Das erste Mal. Und ich glaube, uns erwartet richtig Großes hier. Ich freue mich sehr. Die ersten Kilometer auf schwedischem Boden fühlen sich fast surreal an. Während wir durch die neue Landschaft rollen und die ersten Eindrücke auf uns wirken lassen, löst sich mit jedem Meter die Anspannung der Reise. Es ist dieses ganz besondere Kribbeln im Bauch, wenn man weiß, jetzt sind wir endlich da. Als wir am Abend an der Küste ankommen und das Wasser im warmen Licht versinkt, fällt der gesamte Ballast der letzten Wochen von uns ab. Nach der turbulenten Zeit tut diese tiefe, schwedische Ruhe einfach nur gut und wir fühlen uns unerwartet erleichtert. Es sind genau diese Momente, die uns wieder daran erinnern, warum wir dieses Leben so sehr lieben. Es ist die Freiheit, neue Orte zu erleben, tiefer einzutauchen
und überall ein kleines Zuhause auf Zeit zu finden. Schweden empfängt uns noch schöner, als wir es uns erhofft hatten. Unglaublich gemütlich, friedlich und voller neuer Möglichkeiten, die uns davon träumen lassen, hier vielleicht sogar ein Zuhause auf Dauer zu finden. Ich glaube, wir haben es gefunden. Ja, Das ist unser Haus, oder? ja, sieht richtig gut aus. Richtig schön. Gleich am Meer. Dieser Weg hierher allein schon und ja, Wahnsinn. Jetzt wie die Sonne drauf leuchtet, das ist Schweden pur. Klar, wir bleiben hier. Hier bleiben wir, das ist unser Haus, unser Schwedenhaus. Also ich muss sagen, da kommt man wirklich ganz schön ins Träumen. Ja, also der erste Eindruck von Schweden, muah. Ja, Also wir sind positiv überrascht, obwohl wir so viel Gutes von Schweden gehört haben. Aber das hier, und das ist ja erst der Anfang. Also ja, man sagt ja immer, je weiter nördlich man kommt, desto schöner und gemütlicher wird es ja auch noch, obwohl ich ja Baxi findet es auch gut. Bax! Ja, also ich muss sagen, es hat mich wirklich überrascht, wie gemütlich hier schon die Stimmung ist. Und dabei haben wir ja noch nicht viel Ja. gesehen oder erlebt. die Menschen, die wir jetzt hier getroffen haben, mit denen wir so ein bisschen gequatscht haben, das ist unglaublich, wie freundlich die Menschen Ja. sind und so entspannt. Also die sind wirklich so entspannt, wie man sagt. Ja, Und ist das wirklich freut so. uns richtig, weil das projiziert sich zu uns und Ja. uns tut das ja auch ganz gut. Absolut. Ich glaube, das ist auch wirklich das, was wir gebraucht haben und was uns jetzt gerade so auch begeistert hier. Ja. Und also ich freue mich richtig, dass wir jetzt ein bisschen Zeit hier verbringen und dem auch eine ehrliche Chance geben hier. Ja. Guten Morgen. Gestern waren wir noch richtig lange wach. Wir waren draußen, bis es langsam anfing dunkel zu werden. Und das ist ja hier ziemlich spät. Um 10 Uhr geht hier die Sonne unter. Und ich glaube, wir kommen damit komplett aus dem Rhythmus. Wir haben auch recht lange geschlafen heute, bis uns der Donner geweckt hat. Es gibt ein Sommergewitter und auch jetzt donnert es immer wieder. Zwischendurch regnet es, jetzt war es gerade trocken, jetzt regnet es schon wieder. Also es ist total wechselhaft. Und ich liebe ja Sommergewitter, aber Baxi leider nicht so. Der fängt dann immer gleich an zu zittern und ist total ängstlich, kuschelt sich so an einen ran. Eigentlich auch irgendwie süß. Ja, aber so viel dazu, dass es hier immer nur schön ist in Schweden. Eine Sache hatten wir euch gar nicht erzählt. Wir waren nämlich, bevor wir nach Lübeck gekommen sind, noch ein paar Tage in Spanien. Da haben wir meine Mutter besucht. Die haben wir auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen und das war wirklich an der Zeit, sie mal zu besuchen. Da hatten wir eine richtig schöne Zeit. Wir haben auch extra die Kamera nicht mitgenommen, sodass wir die Zeit mit ihr genießen konnten. Hat auch richtig gut getan, am Meer zu sein. Also sind wir zwar jetzt auch wieder, aber halt einfach spannend. Das spanische Meer ist schon ein bisschen Ein anders. bisschen anders, ja. Es war auch viel zu warm. Ja, und da haben wir dieses Rezept quasi mitbekommen von der Mama. Haferflocken-Tortillas. Ganz einfach. Am Abend legt man die Haferflocken ins Wasser rein, lässt es einsaugen und am nächsten Tag macht man Tortillas. Das versuchen wir jetzt mal. Mal schauen, ob das so gut wird wie zu Hause bei der Mama. Sieht gut aus. Na, wie schmeckt's? Gut geworden? Kann man machen. Nicht ganz so gut natürlich wie bei der Mama oder Schwiegermama. Aber doch, ich glaube, das etabliert sich jetzt bei uns. Sehr gut.
Ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen überrascht, wie schön die Küste hier ist. Man hört ja im Zusammenhang mit Schweden meistens nur von den Seen und den Wäldern und dieser weiten Natur, aber von der Küste hört man relativ wenig. Und ich finde dieses ruhige Meer hier mit der Küste, das hat absolut auch was für sich. Aber wer weiß, vielleicht sind die Seen einfach noch schöner, darum hört man davon so viel. Ja, ich gebe auch zu, wir haben mit der Routenplanung sind wir noch nicht so viel vorangekommen. Wir haben da noch nicht alle Sehenswürdigkeiten in Schweden rausgesucht, aber das ist ja auch ein Stück weit bewusst. Also wir wollen das Land kennenlernen, aber wir haben ja auch noch eine zusätzliche Motivation und da hat man schon ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf dieses Kennenlernen. Von dem her wollen wir uns auch einfach ein bisschen treiben lassen, das auf uns zukommen lassen. Und Max ist schon wieder im Wasser. Es ist richtig warm geworden mittlerweile. Ist schon krass, heute früh ist es gewittert, aber hätte man nicht gedacht, dass es heute wieder 30 Grad wird. Und wenn Baxi ins Wasser geht, dann heißt das was, denn der ist ja eigentlich nicht so gern im Wasser. Also es wird echt langsam warm. Und noch ein riesengroßes Dankeschön an alle von euch, die uns ja, über den Shop unterstützt haben die letzten Tage und was bestellt haben. Danke vielmals. Wir haben uns wirklich riesig gefreut und auch sorry für die, bei denen es nicht mehr gereicht hat, wo alles schon weg war. Ja, aber auch ein großes Dankeschön an alle von euch, die in den Kommentaren geschrieben haben, was das Problem der Batterie sein könnte. Wir schauen uns das in den nächsten Tagen mal an und hoffen, da eine Lösung zu finden. Ja, auf jeden Fall, das war's für diese Woche. Ein guter Einstieg hier in Schweden. Wir freuen uns auf das, was noch kommt. Hyped, liked, kommentiert fleißig. Abonniert den Kanal, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann!